Bei den Oscars dieses Jahr gab es in der Kategorie Bester Film einige Kandidaten, die in Deutschland noch völlig unbekannt waren, so auch Lady Bird, aber kein Wunder, denn das Coming-of-Age-Drama startet erst diese Woche in unseren Kinos. Insbesondere unter Kritikern gilt Lady Bird als echte Filmperle. Es scheint, als würde der Film gerade den älteren Menschen so gefallen. Dabei geht es darin um eine 18-Jährige mit all den Problemen, die man mit 18 Jahren so in unserem Kulturkreis zumindest hat. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal Cinema Strikes Back. Christine McPherson lebt in einer sehr idyllischen nordkalifornischen Kleinstadt. Die Teenagerin unterscheidet sich aber sehr von ihren gleichaltrigen Freundinnen und Feindinnen und ist vom spießigen Alltag in Sacramento zunehmend genervt. So liebt sie eigentlich ihre Mutter aus tiefstem Herzen, aber natürlich gibt es keinen Menschen, der sie gleichzeitig auch so schnell in den Wahnsinn treiben kann. Aus Protest weigert sie sich, ihren echten Namen zu akzeptieren und nennt sich nur noch Lady Bird. Im Prinzip will sie einfach nur weg und als Künstlerin an der Ostküste leben bzw. da aufs College gehen, aber dafür ist ihre Familie leider zu arm. Ihr ganzes Leben wird aber eines Tages auf den Kopf gestellt, als sie sich zum ersten Mal Hals über Kopf in einen ziemlich gut aussehenden Jungen verliebt. Damit eckt sie in ihrer erzkonservativen katholischen Schule an und es wird schlimmer, als sie den sehr attraktiven Frontmann einer jungen Band kennenlernt. Zwei Namen, zwei Typen, zwei beste Freundinnen, zwei Eltern, zwei verschiedene Wege, die sie nehmen kann. Lady Bird ist ein Film über das Leben einer jungen Rebellin, der immer wieder versucht wird, einen klaren Lebensweg zu diktieren. À la so, das musst du tun, da musst du hin, den Beruf musst du ausüben und auf das College musst du gehen. Aber Lady Bird möchte sich gar nicht darauf einlassen. Damit ist die Figur Lady Bird eigentlich die ideale Persönlichkeit, um sich mit ihr als Zuschauer zu identifizieren. Jeder Mensch, der die Pubertät nicht gerade verdrängt hat, der weiß, wie ätzend es ist, immer wieder in eine Persönlichkeit hineingedrängt zu werden, die man nicht ist und auch gar nicht sein möchte. Da liegen schnell die Nerven blank und man wird irrational aggressiv. Ich persönlich kenne das sehr gut aus meiner Pubertät. Lady Bird ist der erst zweite Film von Greta Gerwig, die eigentlich selber Schauspielerin und vor allem auch Drehbuchautorin ist. Sie selbst sei als Teenagerin allerdings ganz anders gewesen als Lady Bird und dennoch fühlt sich dieser Film über weite Strecken unendlich real und beziehbar an, also relatable heißt es auf Englisch, das heißt, dass man das sehr gut nachfühlen kann. Ich selbst war zwar nie eine Teenagerin, Überraschung, Überraschung, aber ich konnte mich trotzdem sehr gut in die junge Lady Bird hineinversetzen. Damit seien gleich mal alle die Kritiker gewarnt, die den Film jetzt schon kitschig nennen, bevor sie den Film überhaupt gesehen haben. In den Figuren steckt nämlich ein ganz großer Batzen Authentizität. Gerade die Darstellerin Laurie Metcalf spielt Lady Birds Mutter und das mit einer waschechten Portion Stolz. Man merkt der Figur nämlich an, dass sie tief in ihrem Inneren genau nachvollziehen kann, warum Lady Bird das tut, was sie tut. Aber da sie andere Prioritäten in ihrem Leben setzt, eckt sie eben doch immer wieder bei ihrer Tochter an. Dennoch wird genau transportiert, wie viel Liebe zwischen den Figuren steckt. Das macht dieses Drama so wahnsinnig innig und berührend. Der wahre Star des Films ist aber natürlich die gefeierte Schauspielerin Saoirse Ronan. Wer auf meinen Tipp gehört hat in einem früheren Leben und den Film Brooklyn gesehen hat, der dürfte wissen, was für eine grandiose Darstellerin die 24-Jährige jetzt schon ist. Man sieht ihr die Liebe für die Figur Lady Bird auch schon an, wenn man darauf achtet, wie wenig Make-up für ihre Rolle genutzt wurde, um sie eben einfach so echt und aus dem Leben gegriffen wie nur möglich wirken zu lassen. Sie hat sogar ihre tatsächliche Akne noch visuell sichtbar gelassen und diese Herangehensweise hat auf ganzer Linie funktioniert. Das Schöne an dieser Figur ist auch, dass man sowohl die großen Lebenskrisen nachvollziehen kann, als auch die kleineren Tücken im Alltag eines Teenagers. Greta Gerwig ist mit dem schmalen Budget von $10 Millionen wirklich ein Film gelungen, der es schafft, den Zuschauer über weite Strecken emotional mitzunehmen. Der Film wird von der internationalen Kritik derzeit aber in Grund und Boden gehypt und ich finde, das tut ihm nicht gut, denn wenn man jetzt in den Film geht, dann erwartet man keine kleine Indie-Perle, die dieser Film nämlich ist, sondern ein bahnbrechendes Meisterwerk und das ist Lady Bird sicher nicht. Dafür ist er ein weiterer sehr gefühlvoller und überzeugender Vertreter des sogenannten Mumblecore. Mumblecore ist eine relativ neue, ganz spezielle Art von Independent-Film, so seit 2001 etwa gibt es die. Da wird sehr viel vor Ort in Innenräumen gedreht, also an echten Locations. Man hat nur ein kleines Budget
Budget und im Mittelpunkt stehen eigentlich ständig junge Leute und es geht auch immer wieder ums Erwachsenwerden, um die Pubertät und um die Liebe. Viele können mit diesem Genre nichts anfangen und das ist ja auch völlig okay. Hier geht es um sehr gefühlvolle Themen, die langsam erzählt werden. Hier stehen Figurenbeziehungen im Mittelpunkt und schwierige Entscheidungen und auch der Alltag. Hier passiert kein großer Scheiß, um es mal mit sehr salopp daher zu formulieren. Dass das eben nicht Kino für jedermann ist, das ist klar. Zudem muss man gerade bei Lady Bird ein Faible für die US-amerikanische Kultur haben und sich auch in so eine nordkalifornische Kleinstadt wie Sacramento hineinversetzen können, denn was den Aspekt angeht, ist dieser Film dann doch gerade für uns deutschen Zuschauer etwas sperrig. Die US-amerikanischen Kritiker feiern den Film, als sei er die beste Erfindung seit geschnittenem Brot. 100% auf Rotten Tomatoes, muss man nur sagen. Dass der Film aber so tief, oder 99% mittlerweile, danke Jonas, dass der Film aber so tief in sein US-amerikanisches Setting verankert ist, das erklärt auch, warum der Film hierzulande bisher noch keinerlei Wellen geschlagen hat. Es ist das typische Drama, das vor allem auf den Filmfestivals seine Fans findet. Es ist auch ein bisschen unglaublich, dass auch hinter diesem Film die New Yorker Produktionsfirma A24 steckt. Die sind 2012 gegründet worden und die haben jetzt schon ein unfassbares Portfolio vorzuweisen. So ist Moonlight zum Beispiel von denen, genauso auch der fantastische Horror-Thriller It Comes at Night, den ich hier ja immer wieder empfehle, und auch der Thriller The Killing of a Sacred Deer ist von A24, eben genauso wie Lady Bird. Ich selbst möchte dem Film letzten Endes starke 8 von 10 Punkten geben. Über die Kameraarbeit und das Sounddesign und so weiter und so fort könnte man viele Worte verlieren. Das möchte ich an dieser Stelle aber nicht tun, da sie für diesen Film keine gewichtige Rolle spielen, denn der Film zieht seine Zuschauer mit seinen Figuren an und auch mit seiner sehr eigenwilligen, ruhigen Inszenierung mit sehr, sehr viel Understatement und Low Stakes nennt man das auch. Low Stakes darum, weil es hier eben nicht um... Es ist halt Mumblecore, es ist Indie. Hier geht es nicht um die Welteroberung oder sowas, hier geht es wirklich um die herzzerreißende, berührende und nachfühlbare Mutter-Tochter-Beziehung zwischen den McPhersons. So war auch der Arbeitstitel des Films Mothers and Daughters. Aber auch der Vater übrigens, der von Tracy Letts gespielt wird, der ist eine wahre Augenweide. Er hat genauso zu knabbern an der starken Mutterfigur wie Lady Bird, aber genau das macht ihn dann zu einem Mitstreiter und man schließt den Mann sehr, sehr schnell ins Herz. Der ist wirklich mit einer ganz großen Portion Sympathie und Liebe gespielt worden. Lady Bird ist letzten Endes leicht und leidenschaftlich und irgendwie dann doch sperrig, da Greta Gerwig das Leben einer US-Amerikanerin verfilmt hat, das Millionen von Mädchen im gesamten Land so nachfühlen würden. Man kann die Leidenschaft und die Liebe zum Detail spüren, mit der Gerwig ihre Figuren geschrieben und inszeniert hat. Das macht den Film zu einer besonderen Perle des Indie-Kinos. Gleichzeitig darf man aber eben nicht erwarten, dass Lady Bird ein unübertroffenes Meisterwerk ist und auch für jeden geeignet ist, denn dieser Film wird die Geister scheiden. Wer auf sehr ruhige und klein angelegte Indie-Dramen steht, der sollte dem Film eine Chance geben und jeder, der sehen möchte, was es mit dieser Saoirse Ronan eigentlich auf sich hat und warum sie als nächster Megastar gehandelt wird, sollte sich den Film ebenfalls ansehen. Wer aber jetzt schon weiß, dass er mit dem Alltagsleben eines US-amerikanischen, zickigen, teilweise nervigen Teenie-Girls jetzt nichts anfangen kann, der sollte sich lieber zweimal überlegen, ob er sich die Kinokarte kauft. Letzten Endes halte ich Lady Bird aber für ein überraschend witziges, sehr berührendes und herzergreifendes und teilweise auch herzzerreißendes Stück Drama mit einer Mutter-Tochter-Beziehung, die eigentlich einer Achterbahnfahrt der Gefühle gleicht. Und ganz ehrlich, ich glaube, in den Kinosälen Deutschlands werden nur wenige Augen trocken bleiben bei diesem Film. Genauso trocken sind auch die Videos des Kanals Cinema Strikes Back, denn wir haben einen sehr trockenen Humor und wir sind gut. Deswegen solltet ihr auch unsere anderen Videos gucken. Wir haben zum Beispiel eine Kritik gemacht zum Film Ready Player One haben wir beispielsweise zuletzt gemacht. Der neueste Steven Spielberg-Film, der sehr, sehr viel CGI hat und von dem ich jetzt, sagen wir mal vorsichtig, nicht begeistert war. Das haben wir auch eine Kritik gemacht und das solltet ihr euch unbedingt mal ansehen und abonniert auch den Kanal und macht die Glocke daneben an, dann verpasst ihr keines dieser Videos. Das ist kostenlos und das ist geil und das macht Spaß. Macht euch dafür einen YouTube-Account und abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten sieht man sich bald wieder, hoffentlich hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper und Alfie.